mit unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf hier in Berlin. Steffen, dieses Telefonat, das sollte zu einem Frieden führen. Jetzt hören wir zumindest aus den USA, da sind auch die ersten Schritte gemacht. Trotzdem, gibt es da Gewinner und Verlierer tatsächlich? Also das ganz sicher, um das vielleicht in der Sprache des Sports zu beantworten. Das war kein Punktsieg für Wladimir Putin, das war ein regelrechter Kantersieg. Und aus Sicht von Donald Trump war das hochgesprungen und sehr, sehr flach gelandet letztendlich. Denn ursprünglich hatte der US-Präsident wohl sogar eine Pressekonferenz geplant für den Abend, um zu verkünden, wir haben jetzt einen Waffenstillstand, wir sind auf dem besten Weg, in kurzer Zeit einen Friedensschluss wirklich hinzubekommen. Und dann war es nur noch ein Statement aus dem Weißen Haus. Also klarer Verlierer ist dann natürlich Donald Trump. Ich bin gespannt, wie er das weiter in den nächsten Tagen als Gewinn verkaufen will. Und die Ukrainer natürlich auch die Verlierer, denn die einzige wirkliche Waffe in diesem Krieg, die sie entwickelt haben und die sie genutzt haben in den vergangenen Wochen und Monaten, das sind eben die Drohnen mit weiter Reichweite. Wir haben selbst mit den entsprechenden Einheiten in der Ukraine gedreht. Damit hat man Russland wehtun können, wenn man Ölraffinerien, Öldepots, Lager etc. getroffen hat, weil man damit eben auch die Versorgung der Kampfflugzeuge, der russischen Bomber gestört hat und auch der Artillerie. Und dieser Waffe ist die Ukraine jetzt komplett beraubt. Putin, Russland, die Truppen werden weiter vormarschieren, werden weitere Geländegewinne verzeichnen können. Also insofern sehe ich da wirklich zwei Verlierer, die USA, die Ukraine und einen Gewinner, und das ist Russland. Wie sind eigentlich, Steffen, die internationalen Reaktionen auf dieses Telefonat von gestern? Ja, ich habe gestern Abend noch mit Kollegen in Rom, in London, in Paris und in Brüssel telefoniert und da ist eigentlich die Reaktion überall dieselbe. Offiziell sagt man, das ist ein wichtiger erster Schritt, aber tatsächlich wissen alle, dass die Ukraine da mehr oder minder geopfert wurde. Aus Brüssel beispielsweise, da heißt es, Donald Trump hat sich über den Tisch ziehen lassen. Und wie gesagt, das ist nichts, was jemand dort offiziell sagen würde, aber was hinter den Kulissen gesprochen wird. Und das Gleiche höre ich im Übrigen auch aus Paris und aus London, aus Italien. Vielleicht ganz interessant, ein paar Reaktionen da aus der Presse. Auch das hat mir eine italienische Kollegin zugeschickt. Da heißt es zum Beispiel bei La Stampa, Business über Frieden. Und das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Es geht um wirtschaftliche Interessen bei den USA und bei Russland, aber nicht um einen tatsächlichen Frieden und schon gar nicht um die Ukraine. Und das Einzige, was man sagen muss, wo es Applaus gegeben hat, das ist von der rechten Seite, von der stark konservativen Seite in Italien. Da schreibt zum Beispiel Libero, Putin macht Diplomatie, Trump macht Diplomatie, Europa macht keine. Also da wird applaudiert und gesagt, das ist der richtige Schritt. Aber das ist auch quasi die einzig wirklich positive Nachricht, die man hört. Und ansonsten, um so ein bisschen im Bild zu bleiben, das, was da passiert ist, ist viel Müll, hören wir. Und das passt zu dem Hintergrund hier gerade am Brandenburger Tor mit dem Müllfahrzeug. Ja, ein leider passendes Bild. Steffen Schwarzkopf, vielen herzlichen Dank.